Die Themen im heutigen Zocker-Lounge-Wochenrückblick sind Tempest Rising Beta in Kürze, Development Update für Sanctuary Shattered Sun, Drive kombiniert Anno-Gameplay mit knallhartem RTS, StarCraft 2 mit größtem Update seit Jahren, Pioneers of Pagonia Magie-Update etwas verspätet und The First Settlement bringt die Siedler in VR. Endlich muss man sagen. Endlich, nach gefühlt unendlich langem Warten, nähert sich Tempest Rising seinem Release. Wie einst versprochen, erhält der Titel jetzt vorab einen geschlossenen Beta-Test, für welchen ihr euch bereits seit Anfang der Woche registrieren könnt. Der Beta-Test, der vom 7. November 2 Wochen lang bis zum 21. November laufen wird, lässt euch den Online-Multiplayer sowie Skirmish-Matches gegen die KI testen. Genauer gesagt wird es ein Ranked Matchmaking mit anschließendem Leaderboard sowie Unranked Matches zum Üben geben. Die KI im Skirmish kommt mit 3 Schwierigkeitsgraden daher und lässt sich auch im Koop bekämpfen. Spielbar sind neben den GDF und den Tempest Dynasty 2 Fraktionen, denn die dritte ist ja nach wie vor geheim. Zudem sind eine 2 gegen 2 sowie 2 One-on-One-Maps enthalten. Da ihr vorab einen NDA-Vertrag unterschreiben müsst, wird es wohl keine Videos oder Livestreams zu dieser Testphase geben. Auch dieser Wochenrückblick wird euch von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Hier bekommt ihr Videospiele in der Regel deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen wie Steam und könnt somit einen Haufen Geld sparen. Aktuell bekommt ihr erneut PlayStation-Guthaben bis zu 18% reduziert oder schnuppert in den Xbox bzw. PC Game Pass rein, welcher aktuell sogar bis zu 50% günstiger buchbar ist. Das Wichtigste aber natürlich, mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr gleichzeitig diesen Kanal hier sehr. Vielen Dank also nochmals an dieser Stelle, dass das Angebot so gut von euch angenommen wird. Mit Sanctuary Shattered Sun könnte uns nach Jahren endlich ein richtiger Nachfolger zum nach wie vor grandiosen Supreme Commander ins Haus stehen. Das Spiel von Enherton Media befindet sich seit Anfang des Jahres in seiner Prä-Alpha-Phase, zu welcher auch ich eingeladen wurde. Zocker Lounge LAN-Party-Teilnehmer können sich also kommende Woche auf eine spielbare Version freuen. Durch das Feedback der Tester konnten unter anderem neue Karten und Einheiten entworfen, sowie das UI deutlich mehr an die Wünsche der Spieler angepasst werden. Aktuell arbeitet man unter anderem an visuellen Updates, wie hier am Beispiel des T4-Ressourcengenerators der Garde-Fraktion. In diesem Zug haben auch Flugzeuge und Dampfspulen Triebwerksabgase erhalten und können daher jetzt richtige Kondensstreifen in den Himmel zaubern. Auf einen Release-Termin möchte man sich noch nicht festlegen, betont aber, in diesem Jahr enorme Fortschritte gemacht zu haben und sich auf einem sehr guten Weg zu befinden. It's been 2 months since the fall of Aldemar. You gathered up the survivors and set forth toward a new home. Ich muss gestehen, Drive, Heavy Lies the Crown hatte ich so gar nicht auf meiner Liste. Aber der nun erschienene Early Access Trailer hat mich dann doch mehr als neugierig gemacht. Das Spiel mixt grob Anno-Aufbauelemente mit knallharter RTS-Action und bedient damit eine Nische, die von viel zu wenig Titeln wie zum Beispiel der Die Siedler-Serie abgedeckt wird. Die nun am 6. November auf Steam startende Early Access-Version hat zudem richtig viel Inhalt. So ist neben einer Einzelspielerkampagne, welche in 3 Akten erzählt werden soll, auch schon der Multiplayer mit Koop und PvP-Matches mit bis zu 4 Spielern enthalten. Siedlungsbau mit Technologiebau, Massenschlachten mit Burgbelagerungen und sollen euch dann abholen. Und ich prophezei mal, dass die Chancen dafür nicht schlecht stehen. But whatever may come, you will not fear it. Let it in. The Walgrim calls to you. Now is your time. This is your land, your kingdom. There is no going back. Da wir nun relativ sicher wissen, dass man bei Blizzard aktuell an einem Shooter im StarCraft-Kosmos arbeitet, wurde es trotzdem nicht ruhiger um die RTS-Vorzeigeserie. Denn mit Version 5.0.14 wurde nach Jahren ein größeres Update veröffentlicht, welches den Titel auch auf den anstehenden Game Pass Release vorbereiten soll. Damit aber nicht genug, führt das Update neben Änderungen am Balancing auch 2 komplett neue Skills ins Spiel ein.
Die Balance-Änderungen sollen vor allem Camper schwächen, welche sich einfach nur einbunkern und das allgemeine Spielgefühl verbessern. Neu ist der Skill Energy Overcharge, der den Skill Shield Battery Overcharge im Protoss Nexus ersetzt. Dieser kostet 50 Energie und stellt 100 davon für die anvisierte verbündete Einheit oder Struktur in Reichweite wieder her. Der zweite neue Skill, Dash, ist für die Zerg und verleiht nach Anwendung für 0,71 Sekunden einen Bonus von 60% auf die Bewegungsgeschwindigkeit. StarCraft 2 ist dann ab dem 5. November im Game Pass enthalten und somit hier mit allen Add-ons kostenlos spielbar. Auch auf den Pagonischen Inseln tut sich langsam wieder was. Allerdings musste der ursprünglich für Ende Oktober geplante Beta-Test für das neue große Magie-Update nun etwas nach hinten geschoben werden. Die Testphase startet somit den KW 45, also vom 4. bis zum 8. November und lässt euch dann alle neuen Funktionen auf Herz und Nieren testen. Etwas kryptisch sollen dann auch neue Features enthalten sein, welche bisher noch nicht angekündigt wurden. Selbstverständlich werde ich euch wie immer in den Pagonia News dann, sobald alle Infos vorliegen, im Detail auf dem Laufenden halten. Apropos auf dem Laufenden halten, kommende Woche soll es auch ein kleines Spezial zu Halloween geben. Ihr könnt ja dann vermutlich andere Skins wie schon zu Ostern erwarten. Zum Abschluss möchte ich euch dann noch auf The First Settlement VR von Christian Wendt hinweisen, welches im ersten Quartal 2025 auf Steam in den Early Access starten möchte. Das Ein-Mann-Projekt hat sich vorgenommen, das Siedler-Feeling in die virtuelle Realität zu übertragen, auch wenn er das offiziell so nicht erwähnt. Der präsentierte Teaser ist allerdings noch sehr roh und zudem gespickt mit vorgefertigten Unity-Assets. Das fertige Spiel soll dann über 30 Gebäude enthalten, welche die Wirtschaft und Kultur der eigenen Stadt beeinflussen. Der Handel mit Nachbarstädten soll ein wichtiges Element sein, wohingegen von Kampf und Militär noch keine Rede ist. Alles also noch sehr am Anfang, aber für Gamer mit VR-Headset vielleicht was für die eigene Wishlist. As your settlement grows, fulfill their evolving needs to maintain their happiness and productivity. Aufgrund der in der kommenden Woche stattfindenden Zocker-Lounge Luxus-LAN-Party muss der Wochenrückblick leider einmal pausieren. Wer aber noch mit möchte, darf mich gerne via Discord anschreiben, denn Plätze sind nach wie vor vorhanden. In diesem Sinne, checkt unbedingt mal meinen Partner Instant Gaming aus, spart hier viel Geld, lasst ein Abo da, damit ihr immer top informiert seid und kommt gut in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal oder viel besser nächste Woche auf der LAN.